Heute geht es um die Frage, an welchen Regionen auf diesem Planeten sich die Weltbevölkerung schon immer besonders geballt hatte und ob von diesen Ländern, von diesen Regionen aus schon immer ein besonderer Innovationsschub für den Rest des Planeten ausging. Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution, in der Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Ja, und heute geht es um die Vergangenheit, um die letzten paar tausend Jahre, 15.000 Jahre seit dem Ende der letzten Kaltzeit. Das heißt, ich will jetzt weniger darüber reden, über die Jahrhunderttausende zuvor, über Homo erectus oder den Neandertaler oder das Auftreten des Homo sapiens. Damals war eben halt die Bevölkerungsdichte ohnehin sehr gering und eine soziodemografische Evolution fand also kaum statt. Das heißt, ich fange jetzt an im Jahre 8000 vor Christus, also vor etwa 10.000 Jahren. Vor 10.000 Jahren hatte sich, wie schon seit vielen 10.000 Jahren zuvor, die Menschheit bereits ausgedehnt als Jäger und Sammler, als Nomaden über den gesamten Planeten, mit Ausnahme einiger Inseln wie Madagaskar und Neuseeland, okay. Aber im Wesentlichen, wie gesagt, lebten überall Jäger und Sammler, nur an einem Ort. Sehen Sie hier schwach im grünen Bereich, da in Anatolien, hatte sich zum ersten Mal etwas getan, hat sich die Gartenbaugesellschaft bereits entwickelt. Dieses Gebiet nennen wir den fruchtbaren Halbmond, also eine Region, südliche Türkei, südöstliche Türkei, nördlicher Irak, ein bisschen Persien, Syrien, Libanon, Israel. Und diese Region hat also hier schon eine hohe Bevölkerungsdichte aufgewiesen. Sie war auch relativ fruchtbar wegen des dortigen starken Wachstums von Gräsern und ja, auch entsprechenden Tieren, die diese Gräser gefressen haben, war das also eben eine ohnehin besonders dichte Region. Und hier haben wir zum ersten Mal in der Weltgeschichte den Übergang zur Gartenbaugesellschaft. Diese Gartenbaugesellschaft aus dem fruchtbaren Halbmond hat sich in den folgenden Jahrhunderten, folgenden Jahrtausenden weit ausgedehnt, auch nach Westen hinein, nach Europa hinein. Also wenn Sie mal daran denken, an dieses Sternobservatorium in Goseck im heutigen Sachsen-Anhalt, das ist also dieser Zeit etwa 5000 vor Christus, wo entsprechend also hier schon die ersten Bauern in Europa die Sterne und diesen Sonnenlauf beobachtet haben, um eben halt bessere Vorhersagen über Ernte und Aussaat treffen zu können. Und das Zweite, was eben halt hier auffällt, ist eben halt, dass wir doch mehrere Gebiete haben, wo die Gartenbaugesellschaft nochmal aus sich heraus neu entstanden war, wo also entsprechend originäre Gartenbaukulturen entstanden sind mit anderen Nutzpflanzen auch. Das haben wir ein bisschen in Ägypten, wo es vor allen Dingen aber um Viehzucht ging, aber vor allen Dingen in einer Stelle im heutigen Pakistan, nämlich am Indusfluss, an zwei verschiedenen Stellen in China, einmal mit Hirse, einmal mit Reis, und an zwei weiteren Stellen in Amerika, im heutigen Mexiko, im heutigen Peru. Und eine weitere Stelle auch im heutigen Neuguinea. Auch dort hat sich eine Gartenbaugesellschaft originär neu entwickelt. Allerdings ist das jetzt eine Gartenbaugesellschaft in Neuguinea, die nicht auch in den folgenden Jahrtausenden ausgestrahlt hat in die Fläche, sondern eben halt immer vor Ort blieb und drumherum eben halt entsprechend Impulse aus anderen Ländern gekommen waren. Wir gehen jetzt nochmal 1.500 Jahre in die Zukunft, also 3.500 vor Christus. Hier ist die Weltbevölkerung auf fast 35 Millionen Menschen bereits gestiegen. Also eine Verfünffachung der bisherigen Zahl. Und ja, was wir vor allen Dingen sehen, ist die erste Agrargesellschaft im heutigen Mesopotamien. Jetzt verwechseln bitte nicht Mesopotamien, das südliche Irak, mit dem nördlichen Irak, denn im südlichen Irak, in Mesopotamien, basierte die Agrargesellschaft nicht auf den Niederschlag, sondern auf die Bewässerung von Feldern mittels der großen Flusssysteme des Euphrats und des Tigris. Und wenn man diese eben halt koordiniert, und man muss sie auch koordinieren, man muss eben halt auch eine Regierung haben, man braucht Gesetze, man braucht eben halt Kanalbauten, man braucht Verwalter, man braucht Berufssoldaten, man braucht vor allem eine Schrift. Dann haben wir eben halt hier die erste Agrargesellschaft, also die sumerischen Stadtstaaten hier in der zweiten Hälfte des 4. Jahrtausends vor Christus. Und das ist eben halt der erste große Innovationsschub, der uns heute wirklich in die Moderne gebracht hat. Wir gehen nochmal 1.500 Jahre in die Zukunft und wir sehen hier eine weitere Entwicklung. Mittlerweile gibt es eine ganze Kette von Hochkulturen, die sich teilweise eben halt durch Verbreitung aus Mesopotamien heraus entwickelt hatten, sogar nach Europa ausgestrahlt haben. Hier gibt es also eben halt schon die minoische Kultur und etwas später wird es auch die mykenische Kultur geben. Das eine auf Kreta, das andere auf dem griechischen Festland. Vor allen Dingen aber haben sich 3 weitere Hochkulturen wohl nochmal originär gebildet. Nämlich zum einen in Ägypten am Nil, das Pharaonenreich. Dann haben wir entsprechend auch hier in der Mitte des
3. Jahrtausends am Indus, im heutigen Pakistan, die Induskultur. Und wir haben 2000 vor Christus, vielleicht etwas später, in China am Huanghe ebenfalls eine Agrargesellschaft. Alle Agrargesellschaften fließen durch relativ niederschlagsarmes Gebiet, wo entsprechend die Flüsse auch nicht nur genutzt werden konnten, sondern genutzt werden mussten, wenn man in diesen Ländern was aufbauen wollte. Das heißt, diese Flüsse, die durch Wüsten oder Halbwüsten fließen, sind also eben halt hier Katalysatoren einer gesellschaftlichen Entwicklung. Die Gartenbaugesellschaft, sehen Sie, dehnt sich hier auch weiter aus und hat eben hier auch weitere Landschaften eben halt in Besitz genommen. Mittlerweile ja auch größere Teile des heutigen Indiens, des indischen Subkontinents. Sie strahlt aber auch schon in die Randgebiete Südostasiens aus. Gut, wir gehen nochmal in die Zukunft. 500 Jahre weiter haben wir also jetzt eine Entwicklung, die die Bevölkerungszahl nochmal verdoppelt hat. Und wir haben also hier einige Entwicklungen, die jetzt langsam sich anbahnen, die erst in späteren Jahrhunderten sich auswirken werden. Wir haben eine ganz erste Ansätze einer Gartenbaugesellschaft in Afrika, im heutigen Kamerun, die Bantus, aber es spielt damals noch keine Rolle. Wir haben in Ansätzen auch eben halt jetzt herdentreibende Völker drin, die also jetzt das Pferd, das Kamel oder was auch immer nutzen in Arabien, in der Sahelzone, in Zentralasien. Und diese Völker, wie gesagt, werden erst in den nächsten Jahrhunderten dann und nächsten Jahrtausenden an Bedeutung gewinnen. Ansonsten eine große Kette von Agrargesellschaften, die jetzt mittlerweile von Griechenland reicht bis nach China, mit einer Unterbrechung natürlich zwischen den chinesischen und indischen Gebirgen da im Himalaya, aber ansonsten eben halt eine recht weite Kette. Gut, und jetzt haben wir in der nächsten Karte eine Neuerung drin, eine weitere Neuerung drin, und das ist eben halt hier, was Sie jetzt rot markiert sehen, dass also hier zum ersten Mal die Bevölkerungszahl auch rückläufig sein kann. Was war geschehen? Wir haben also hier den Niedergang im Orient, in Ägypten, in Vorderasien, der bronzezeitlichen Agrargesellschaften durch die sogenannten Seevölker. Wir wissen nicht genau, wer das sein soll. Also die Quellen reden von den Seevölkern. Vermutlich waren es solche Völker, die ebenfalls auf der Schwelle zur Agrargesellschaft standen oder sich weiterentwickelt hatten auch schon und dort eben halt ihre Bevölkerungsdynamik nutzen konnten, um Raubzüge und Kriegszüge gegen die alteingesessenen Reiche der Agrargesellschaften in der Levante oder in Ägypten durchzuführen. Ob es die Griechen selber waren als Seevölker, wissen wir nicht genau. Das ist eben halt unklar. Also hier haben wir zum ersten Mal in einigen Regionen einen erkennbaren Rückgang, einen gesicherten Rückgang drin. Und deswegen auch das globale Wachstum hier in der bronzezeitlichen Welt nur relativ gering. Man hat den Eindruck, dass die Bronzegesellschaften, die Agrargesellschaften der Bronzezeit hier an eine Schwelle gekommen sind, an dem sie die kaum noch weiterentwickeln können, weil jeder weitere Erfolg neue Neider auf den Plan ruft, die dann wieder mit Kriegszügen, Vergewaltigungen, Plünderungen und sowas dann drohen und das dann auch durchführen. Ja, was wir noch sehen, sind die Entwicklungen, die sich jetzt in der letzten Karte bereits angedeutet hatte. In Afrika wird langsam die südliche Sahelzone in die Gartenbaugesellschaft einbezogen, dehnen sich die Bantus immer weiter aus und mit ihrer hohen Bevölkerungsdichte verdrängen sie die dünner besiedelten Jäger und Sammler der Buschmänner und Pygmäen nach und nach. Wie gesagt, es schien eine Sackgasse zu sein, aber jetzt kommt die Eisenschwelle. Im 1. Jahrtausend vor Christus haben wir jetzt die Fähigkeiten des Eisens so weit entwickelt, dass sich generell mit dem Eisen sehr viel ändert. Die Bevölkerungszahl wird in diesem Jahrtausend sich sehr stark erhöhen. Einfach deswegen, weil das Eisen nicht nur bessere Waffen ermöglicht, sondern vor allen Dingen mit dem Flug, dem Eisenflug eine viel bessere Umwälzung des Bodens gewährleisten kann, sodass eben halt die Ernteerträge dann nochmal deutlich steigen können und generell mehr Menschen ernährt werden können. Wir haben also hier eine Zeit der Stabilisierung, in der auch in Griechenland dann die Modernität wieder einsetzt, das klassische Zeitalter dann beginnt und wie gesagt eben halt hier sich in vielen Regionen dann das Ganze stabilisiert hat. 300 vor Christus, nochmal 400 Jahre später, haben wir dann den Bevölkerungsschub langsam im Rollen. Der Bevölkerungsschub hat also jetzt 135 Millionen Menschen erzeugt und vor allen Dingen in China haben wir in dieser Zeit zum ersten Mal einen großen Schub. Das ist die Zeit, in der zum Beispiel in China 221 vor Christus auch zum ersten Mal die Reichseinigung gelingt und Shi Huangdi, dem ersten Kaiser. Und auch Europa steigt an und Südostasien hat zwar noch nicht die Agrargesellschaft, aber doch eben halt jetzt auch hier ein Bevölkerungsanstieg auch dort. Andere Regionen sind nach wie vor noch sehr, sehr dünn besiedelt. Also denken wir an Japan zum Beispiel, Australien sowieso, gibt es Jäger und Sammler, weite Teile des südlichen Afrikas, nach wie vor Jäger und Sammler, auch sehr weite Teile Amerikas, sowohl Nord- wie auch Südamerika, nach wie vor nur Jäger und Sammler. Gut, wir gehen weiter ins Jahr 0.
Im Jahre 0 hat sich Folgendes getan. Wir haben also hier den langsamen Höhepunkt dieser eisenzeitlichen Welle fast schon erreicht. Die Bevölkerung ist auf 191 Millionen Menschen angestiegen. Und das ist natürlich die Blütezeit des Römischen Reiches gewesen, die Blütezeit des chinesischen Han-Reiches, der Han-Dynastie. Wir haben aber auch noch an den Grenzen, wie gesagt, weitere Ausdehnung auch der Gartenbaugesellschaft. Hier entsprechend eben auch die Bantus in Afrika wieder erreichen es langsam die Grenze des heutigen Südafrikas. Wir haben zum ersten Mal auch einen gewissen Ansatz im heutigen Angloamerika mit den Pueblo-Bauern, die wohl hier zum ersten Mal um diese Zeit herum dann Gartenbaugesellschaft auch auf dem Gebiet der heutigen USA betrieben haben. Und wie gesagt, wenn wir schauen, die Bevölkerungswelle läuft jetzt hier aus, 300 nach Christus, haben wir global gesehen nur kaum eine Steigerung mehr. Das heißt, diese Eisenschwemme des ersten Jahrtausends vor Christus hat jetzt auch hier ihren gewissen Stillstand gefunden. Mehr ist momentan erstmal nicht rauszuholen. Und wie gesagt, letztendlich ist, wenn wir Bevölkerungswachstum haben, vor allem das an der Peripherie zu beobachten, nämlich eben jetzt in Japan zum Beispiel, das sich also jetzt in dieser Zeit dann doch modernisiert. Auch Madagaskar wird besiedelt von den Gartenbauern und da entsprechend also jetzt hier aber insgesamt ein Bevölkerungsstillstand. Nochmal 300 Jahre später, 600 nach Christus, ist die Zeit des Verfalls. Verfalls in den alten Zentren in China und im Römischen Reich. China haben also schon im 4. Jahrhundert vor Christus eben halt den Reichsverfall, bricht die Han-Dynastie weitestgehend zusammen. Etwas später, 150 Jahre, haben wir dieselben Phänomene auch im Römischen Reich drin. In beiden Regionen gibt es also durch Bürgerkriege, durch Kriege, durch äußere Feinde, mit äußeren Feinden, durch Seuchen, auch durch Klimaverschlechterung, einen erheblichen Bevölkerungsrückgang. Und deswegen eben halt auch hier geht die Weltbevölkerung erneut nicht weiter vorwärts. Stattdessen, wie gesagt, immerhin noch eine Stagnation, was daran liegt, dass wir also hier in den Nebenregionen, in der Peripherie des Planeten, weitere Bevölkerungsschiebe erlebt haben. Zum Beispiel auch in Amerika, in Altamerika, im heutigen Mexiko, ist das auch die erste Blütezeit der alten Kulturen dort, wo man sagen kann, hier erreichen diese Kulturen zum ersten Mal so langsam die Schwelle der Agrargesellschaft ebenfalls. Sie haben zwar oftmals keine Schrift, aber die Monumentalbauten deuten doch auf eine so sehr stark differenzierte und stratifizierte Gesellschaft hin, dass dort eben zum Beispiel in Teotihuacan sicherlich wohl von einer Agrargesellschaft gesprochen werden muss. Ja, und das, wie gesagt, ist diese Zeit 600 nach Christus gewesen. Generell ist in diesen Jahrhunderte in der Mitte des ersten Jahrtausends nach Christus die Jahrhunderte, wo auch die Randgesellschaften sehr stark dominiert haben. Und das sehen wir jetzt hier, 800 nach Christus. Haben wir eine Erholung in Europa, was auch damit zusammenhängt, dass sich am Rande Europas, im Frankenreich, also im heutigen Frankreich, Benelux, Deutschland herum, Karl der Große ein neues Reich geschaffen hat. Ein Reich in Gebieten, die also durch das Römische Reich zwar schon mal zwischenzeitlich beeinflusst waren, die doch aber auch zur Zeit des Römischen Reiches eher am Rande lagen und nicht so von zentraler Bedeutung gewesen war. Vor allen Dingen müssen wir endlich mal auch über Indien reden. Indien hatte bereits 600 nach Christus auf der letzten Karte die meisten Einwohner. Und hier auch 800 nach Christus mit den meisten Einwohnern, der Kulturteil mit den meisten Menschen. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass Indien auch in dieser Zeit oftmals nicht ein einheitlicher Staat gewesen war, sondern eben halt aufgeteilt war in mehrere kleinere oder mittlere Staaten, sodass also auch hier von einer einheitlichen Kultur, einem einheitlichen Reich jetzt nicht so gesprochen werden kann und auch die Nachbarländer nicht so viele Impulse ausstrahlen. Südostasien ist auch noch ein ganz wichtiges Peripherieland in diesem Zusammenhang. Hier haben wir auch die ersten Agrargesellschaften damals in Südostasien drin. Wenig später wird zum Beispiel eben halt nach dieser Karte wird sich Angkor Wat eben halt herausbilden als neue Metropole, als eine der größten Metropolen der damaligen Welt. Im heutigen Kambodscha, im Khmerreich, das kennen Sie alles, diese schönen Bauten, die da erhalten sind. Und auch hier eben halt am Rand eben halt jenseits von Europa, jenseits des Römischen Reiches, jenseits von China ein neues Zentrum. Der Orient blüht nochmal auf. Die Islamisierung bringt also hier eine neue kulturelle und demografische Blüte mit sich. Das Kalifat, das damals also noch existierte, zumindest zeitweise die orientalische Welt und wie gesagt hier Bevölkerungsanstieg auch im Orient.
In China, wie gesagt, auch dort Stabilisierung momentan, hatte sich schon um 600 herum die Sui-Dynastie gebildet hatte und jetzt die Tang-Dynastie, wie gesagt, stabilisiert auch hier die Bevölkerungszahlen mit kulturellem Wandel hin zum Buddhismus, okay, aber eben halt entsprechend schon auch hier eine Stabilisierung in diesen Regionen. Insgesamt die Einwohnerzahl ist klar, es geht hier doch wieder langsam aufwärts und wenn wir jetzt 1000 nach Christus anschauen, dann sehen wir die Früchte dieser Stabilisierung. Nämlich, dass wir jetzt also hier einen massiven Bevölkerungsanstieg haben auf fast 300 Millionen Menschen. Und vor allen Dingen in China haben wir einen deutlichen Anstieg. Jetzt beginnt also hier die goldene Zeit Chinas endgültig unter der Song-Dynastie, die also hier einen enormen Bevölkerungsanstieg nach sich bringen wird. Ein Bevölkerungsanstieg, der sich später in bedeutenden Innovationen auch niederschlagen wird. In Buchdruck, in Schießpulver, in Kompass, in anderen Innovationen, die später dann von Europa übernommen werden sollten. Und das ist, wie gesagt, eben halt hier dieser massive Schub in China, vermutlich aber auch ein massiver Schub langsam in Europa, wo das europäische Mittelalter jetzt endgültig Fuß gefasst hat, die europäische Hochkultur, und eben halt hier die nächsten Jahrhunderte eben halt dann immer weiter wachsen wird, auch in Europa. Auch an der Peripherie tut sich einiges, Neuseeland wird besiedelt, in Nordamerika gibt es jetzt zusätzlich die Mississippi-Kultur, ein weiteres Zentrum der Gartenbaugesellschaft auf dem Gebiet der heutigen USA. Ja, und generell, wie gesagt, ist jetzt hier die große Welle, zweite große Welle eingetreten im Eisenzeitalter. Nochmal 200 Jahre später haben wir schon über 370 Millionen Menschen. Nochmal ein deutlicher Bevölkerungsschub auch in Altamerika. Hier kommen also jetzt in Mayas aufgekommen, kommt jetzt auch bald demnächst das Inka-Reich auf. Und auch hier, wie gesagt, ein deutlicher Schub, mehr Ernte, mehr soziale Schichtung, mehr Technologie in Lateinamerika. Einen gewissen Rückgang hier im Orient. Der Orient hat also hier seine Rolle zunehmend verloren. Auch im Zeitalter der Kreuzzüge, wie gesagt, gibt es einen demografischen Rückschlag für den Orient. Ansonsten wächst die Bevölkerung in Europa, wie in Indien, wie in China weiter an. In Afrika auch, okay, das ist aber nur momentan jetzt die Peripherie. Ja, das letzte, was ich Ihnen heute präsentieren wollte, ist die Karte von 1350. Und das ist eben halt jetzt die Karte, die etwas Besonderes zeigt, nämlich jedoch einen weiteren globalen Rückgang der Bevölkerungszahl. Wir haben zum ersten Mal in der Weltgeschichte also hier einen Rückgang der Bevölkerungszahl von 370 Millionen um 1200 herum auf 350 Millionen, etwa 1350, 1370 herum. Und woran liegt das? Das liegt an mehreren Faktoren. Zum Beispiel die herdentreibenden Völker haben in dieser Zeit den Höhepunkt ihrer Macht erreicht. Genghis Khan hatte im 13. Jahrhundert und seine Nachfolger im 14. Jahrhundert weite Ländereien erobert. Persien erobert, den Osten der Türkei erobert, Zentralasien sowieso kontrolliert, Russland kontrolliert und vor allen Dingen auch China, komplett China erobert. Die Nachfahren Genghis Khans regieren ganz China, in 2 Etappen haben sie das erobert. Und dieser Krieg gegen die Mongolen führt also zu riesigen Bevölkerungsverlusten in China drinne. Und deswegen haben wir also hier global diesen Rückschritt drinne in China. Europa wurde ja von den Mongolen durch Glück und Zufall verschont. Das haben wir also hier noch nicht so drinne. Aber im 14. Jahrhundert, Mitte des 14. Jahrhunderts, gibt es einen neuen Killer Nummer 1 und das ist die Pest. Nie auf diesem Planeten ist die Bevölkerungszahl so stark zurückgegangen wie vermutlich jetzt in dieser Pest bis dahin. Die Pest, die eben halt in China zum ersten Mal im 14. Jahrhundert weitere zig Millionen Menschen das Leben gekostet hat, die dann eben halt auch in Indien zugeschlagen hat, die aber auch in Europa 1/3 der Bevölkerung das Leben kosten wird. Also hier ein riesiger Rückschritt, ein riesiger Dämpfer für die europäische Agrargesellschaft, das europäische Mittelalter. Und auch China ist eben halt durch die Mongolen und die Pest gleichermaßen ins Hintertreffen geraten. Und dort eben halt auch hier entsprechend dieser globale massive Rückgang drinne. Und das ist eben halt der Hauptgrund, dass eben halt hier die Bevölkerungszahl 1350 so massiv zurückgegangen war. Und man hat also hier eher den Eindruck, dass wir ähnlich wie in der Zeit so 1100 vor Christus erneut vor einer Schwelle stehen, die die Agrargesellschaften wohl kaum durchbrechen können. Dass eben halt je mehr Erfolg sie haben, je mehr Menschen sie haben, desto anfälliger werden die Menschen für Krankheiten, die ja auch durch den kontinentübergreifenden Kontakt von Kaufleuten und so weiter erst eine weltweite Epidemie werden konnten. Also da gibt es also gewissermaßen Hemmschühe, dass man sagt, dass die Agrargesellschaften oftmals in ihrem eigenen Erfolg dann ersticken und sich nicht mehr wirklich weiter bewegen können. Also es ist durchaus denkbar, dass es diese Entwicklung gibt. Zumindest, wenn man im 14. Jahrhundert gelebt hätte.
Wir wissen natürlich heute, es ist so nicht gekommen. Die Weltgesellschaft hat sich auch aus dieser Krise des 14. Jahrhunderts wieder gestärkt erholen können oder erheben können, sodass wir also hier dann in der Zeit nach dem 14. Jahrhundert noch viel größere Bevölkerungsschübe dann sehen werden. Aber das war im 14. Jahrhundert als solches noch nicht unbedingt denkbar und es wäre durchaus möglich gewesen, dass wir also hier dauerhaft ein gewisses Level erreicht hätten, was wir dann Jahrhunderte und Jahrtausende lang nicht mehr überspringen könnten. So erschien es zumindest. Wenn wir also nochmal zusammenfassen wollen, es gibt also jetzt nicht den zentralen Ort auf diesem Planeten, von wo aus immer die Innovationen stattgefunden haben. Der fruchtbare Halbmond ist ein Ort, Mesopotamien ein zweiter. Ägypten war danach das bedeutendste Reich, dann vor allen Dingen Rom, das bedeutendste Reich im 1. Jahrtausend vor Christus, im 1. Jahrtausend nach Christus. Einige Länder sind sehr stark in der Entwicklung zurückgeblieben. Also zum Beispiel Australien tut sich ja aus dem Jäger- und Sammlertum da Jahrtausende lang gar nichts. Andere holen spät auf, denken wir Südostasien, denken wir zum Beispiel vor allen Dingen an Japan, das ja dann um 1900, 1950 herum eine sehr bedeutende Industrienation ist, um Jahr 2000 herum ist, das aber eben halt auch eine sehr späte Agrargesellschaft erst wird. Und denken wir eben halt auch zurück an Nordamerika, wo es auch nur verzögerte Entwicklung gibt. Und heute sind die USA natürlich das mächtigste Land der Welt im Jahre 2019. Ja, über eine Region habe ich jetzt noch nicht gesprochen, über Europa. Und Europa ist ja deswegen so interessant, weil Europa ja die Region sein wird, Nordwesteuropa, England, Frankreich, Benelux, Deutschland, das eben halt oder die mit der industriellen Revolution um 1800 herum diesen ganzen Planeten auf ein nie dagewesenes Level emporheben wird, dass also hier, was die Entwicklung an Wohlstand, an materiellen Dingen, an freien Möglichkeiten, aber vor allem auch an der Lebensverarbeitung dann später, auf ein Maße emporheben wird, das also hier im 14. Jahrhundert unvorstellbar gewesen war. Und spricht viel für Europa, in der Zeit bis zum 14. Jahrhundert eigentlich nicht. Also Europa hat zwar früh die Gartenbaugesellschaft bekommen. Es war auch mit den Agrargesellschaften verbunden über das Römische Reich. Und es hat dann auch so um 800, Karl der Große, oder 1000 dann in Nationalstaaten aufgegliedert, oder in zunehmenden Nationalstaaten aufgegliedert, eine ansehnliche Agrargesellschaft entwickelt, die aber technologisch doch deutlich hinter China stand und wahrscheinlich auch eben halt in Indien und im Orient eher peripher gelegen war. Das heißt also, insgesamt müssen wir sagen, Nordwesteuropa hat also hier einen schönen Mittelfeldplatz in der sozialen Evolution, in der soziodemografischen Evolution, aber auch nicht mehr. Es spricht eben halt nicht viel dafür, dass die Europäer diejenigen sein würden, die diesen Planeten komplett umkrempeln werden. Dass sie es getan hatten, zum Glück für uns alle, oder zumindest Glück für die allermeisten Menschen, denn wie gesagt, sonst würden wir heute ganz anders leben. Bis dahin also wünsche ich Ihnen alles Gute und sage, leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.